Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum ersten Video in 2026. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ich hoffe, ihr gut gefeiert habt und ich hoffe, dass ihr 2026 euch gute Sachen, gute Erinnerungen bringt. So, die Feiertage sind vorbei, alle sind weg nach Hause, jetzt sind wir wieder zu viert zu Hause und ich möchte aufräumen. Heute fühle ich mich irgendwie sehr, sehr müde, Leute, richtig müde, aber ich möchte, dass es bei uns wirklich sauber aussieht. Mein Mann wird gleich anfangen zu arbeiten. Das heißt, ich bleibe alleine mit dem Kleinen und ich kann mit ihm gar nichts schaffen. Deswegen muss ich auf jeden Fall diese Tage alles aufräumen, alles organisieren, unsere Weihnachtsdeko wegräumen. Sonst muss ich immer Wochenende warten, bis ich etwas machen kann. Deswegen fange ich schon mal an aufzuräumen. Und ich wollte mal euch fragen, wie war so eure 2025? Also Thema 25. Ich habe so ein Gefühl, dass das Jahr sehr, sehr hart war für so viele Leute, die ich kenne. Alle haben einfach gesagt, nee, wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Das Jahr war so schlimm. Bei uns war hart. Also ehrlich zu sagen, so viele Leute, die ich kenne, hatten wirklich ein sehr, sehr schwieriges Jahr im Jahr 2025. Entweder ist jemand gestorben oder ist jemand krank geworden oder kranker geworden. Einer hat Geld verloren. Einer hat sogar die Mama ein paar Tage her verloren. Also es gibt einfach, ich habe mein Kind so früh bekommen. Wir waren 3 Monate lang im Krankenhaus. Also fast alle, die ich kenne, hatten wirklich ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Und ich wollte euch einfach mal fragen, wie es so bei euch war. Ich bin wirklich sehr froh auf jeden Fall, dass das Jahr 2025 vorbei ist. Aber ich frage mich dieses Jahr, was ist mit letztes Jahr passiert? Was ist wirklich passiert? Hat sich irgendwas geändert, also auf der Erde, die ich nicht weiß? Also, ich hoffe, dieses 2026 wird wirklich zu uns sehr fair und gut sein, dass wir werden zumindest ein schönes Jahr haben. Man kann ja nie sagen, nur hoffen und beten kann man, aber ich hoffe, dass das Jahr nicht schlimmer wird wie 2025, weil alles, was ich erlebt habe und andere Leute erlebt haben, kann ich mir einfach nicht anfangen vorzustellen, was so bei anderen Leuten passiert ist. Aber ja, das Jahr war einfach sehr, sehr anstrengend. Und deswegen haben wir irgendwie Silvester gar nicht so gefeiert. Also richtig feiert heißt kochen, ne? Also mit Leuten eine schöne Zeit verbringen, haben wir eigentlich nicht. Auch selbst am 30. Dezember haben wir unseren Nachbar abgesagt. Wir hatten geplant, mit denen Silvester zu feiern und schön ins neue Jahr zu rutschen. Aber kurz davor ist mein Baby ein bisschen erkältet geworden. Also nicht richtig erkältet, aber er hatte ständig höhere Temperatur und wir wussten einfach nicht, warum. Ich hab mit dem Kinderarzt gesprochen und er meinte, wenn er keine Durchfall hat oder er bricht oder so, kann sein, dass es, weil so viele Leute bei mir zu Hause waren. Also am Weihnachten hatte ich meine Schwiegerfamilie hier, also so viele Leute, alle haben mit ihm gespielt, alle haben ihn getragen und so. Deswegen kann sein, dass er ein bisschen überfordert war, ja. Ich kann mir gut vorstellen, also seitdem wir zu Hause gekommen sind, haben wir eigentlich gar keinen Besuch gehabt und auf einmal kommen so viele Leute, deswegen
kann es sein, dass er sehr überfordert war oder aufgeregt war und so. Er hatte ein ständig 37,7 Temperatur. Also so hoch ist es nicht, aber normalerweise hat er immer 36,9, 37,0, 36,8, also in solchem Bereich. Aber die Tagen, wo wir Besuch hatten, hatte er ständig 37,7, 37,8. Ja, Temperatur war nicht so hoch oder kritisch, aber na gut, jetzt geht es ihm ganz gut. Komischerweise, als alle weggegangen sind, hat sich seine Temperatur wieder normalisiert. Aber wir wollten zu unserem Nachbar zum Silvester gehen, aber dachten wir, also nee, mit dieser Temperaturgeschichte und dann die Tochter vom Nachbar ist auch erkältet. Und mit so einem Babyfröhchen wollen wir alles Mögliche vermeiden. Deswegen haben wir unser Nachbar abgesagt und Gott sei Dank, dass die verstanden haben, dass ja unser Baby wirklich ja ein Fröhchen ist und ist immer noch so klein. Und weil deren Tochter erkältet ist, haben die gesagt, okay, verstehen wir und so. Deswegen haben die abgesagt, aber wir werden auf jeden Fall irgendwann mal uns besuchen. Ja, und dann, wir waren einfach am Silvester zu Hause, bis Mitternacht waren wir einfach zu Hause. Ich hatte genau dieses Pyjama an dem Tag, den ganzen Tag, bis ich ins Bett schlafen gegangen bin. Ich bin an dem Tag aufgewacht und ich dachte mir, 2025 war ein sehr hartes Jahr. Heute möchte ich wirklich gar nichts machen. Wir haben gar nichts gekocht, gar nichts gemacht. Wir waren einfach alle drinnen zu Hause, haben wir einen Film geschaut. Wir hatten einfach mit den Kindern schöne Zeit gehabt und irgendwann mal sind wir eingeschlafen, dann wieder wach, haben wir einfach bis Mitternacht gewartet. Also dieses Jahr habe ich mir einfach gar keine Sorgen gemacht und ich war extrem sehr, sehr müde. Auf einmal war ich richtig, richtig müde. Also ich weiß es nicht warum, aber dieses Jahr hatte ich gar keine Motivation, um richtig zu feiern. Ich wollte einfach entspannt ins neue Jahr rutschen. Und auch sogar Essen haben wir gar nichts gekocht. Wir haben einfach den Rest vom Essen gegessen. Ich habe dann auch putzen heute, wollte ich auch nicht. Heute ist der 1. sogar und ich bin am Putzen. Könnt ihr mal vorstellen? Also ich wollte gar nichts. Abputzen musste ich machen, weil mein Mann heute Freitag arbeitet und ja, ich musste auf jeden Fall, ich Besuch hatte, musste ich auf jeden Fall ein bisschen putzen und sauber machen. Sonst hätte ich gar nichts gemacht, hätte ich wirklich gar nichts gemacht. Auch beim Putzen ist so lazy girl putzen, also ich habe wirklich keine Lust, deswegen mache ich nur die ganz einfachen Sachen, Staubsaugen, vielleicht abwischen. Der einzige Bereich im Haus, wo ich wirklich geputzt habe, ist unser Esszimmer fertig. Ich habe Tisch abgewischt, die Stühle abgewischt, Teppich, Staub gesaugt, richtig intensiv geputzt. Sonst habe ich gar nichts mehr im ganzen Haus gemacht. Ich habe ja nur Staub gesaugt, ein bisschen Staub hin und her abgewischt. Wenn ich eine Flecke auf dem Boden gesehen habe, habe ich einfach nur diese eine Stelle, wo die Flecke ist, habe ich geputzt oder so abgewischt. Sonst habe ich wirklich gar nichts gemacht. Also 2025 war ein sehr komisches, hartes, nicht schönes Jahr. Also Leute, ich sag's euch, ich möchte einfach gerne wissen, wie es bei euch so war. Ich kenne euch persönlich nicht, deswegen interessiert mich einfach, ob 25 war nur bei mir und meine Bekannte so schwer, so hart oder war es auch bei anderen Leuten so? Wir hatten in 25 auch gute Sachen gehabt, ne? Zum Beispiel unser Haus renoviert, eingezogen, schwanger geworden, obwohl die Schwangerschaft so früh beendet wurde. Aber generell war das Haus wirklich, nee, nicht das Haus, war das Jahr wirklich sehr hart, muss ich einmal sagen.
Und in anderen Sachen auch. Es gibt manche Leute, die einfach finanziell so viele Sachen nicht geschafft hatten. Eine von unseren Bekannten hat seine Mutter vor ein paar Tagen verloren. Eine von unseren Bekannten hat Kind verloren. Also es gibt einfach so viele Sachen, wo man denkt, was ist dieses Jahr wirklich passiert? Was ist wirklich passiert? Ich möchte gerne wissen. Kann jemand mir sagen, was passiert ist? Haben wir jetzt eine Planete zu viel, dass andere Planeten sich beschweren, dass die keinen Platz haben, weil dieser eine Planet zu viel dazu gekommen ist? Also Leute, ja, also ich denke jetzt an alles, aber ich bin ja sehr froh, dass das Jahr endlich vorbei ist. Und obwohl wir nur 2 Tage ins neue Jahr sind, hoffe ich, dass 26 zumindest nicht so hart wird wie 25. Also, dass wir dieses Jahr ein bisschen durchatmen können. Also, ich sage das nicht nur für mich und meine Bekannte oder meine Familie. Ich sage auch für uns alle und für dich, die mich jetzt schaut. Ich hoffe, dass dieses Jahr dir glücklich macht und so viele positive Sachen bringt und dass du ja mit deinem Leben zufrieden wirst dieses Jahr. Also manchmal spielt man mit dem Gedanke, was habe ich dieses Jahr falsch gemacht? Was ist los? Habe ich irgendwie geärgert? Warum war das so und so? Also zumindest für mich habe ich mich so viele Fragen vorgestellt, wegen meiner Schwangerschaft. Ne? Ich habe mich immer gefragt, warum ist es passiert, wie es passiert ist, wieso, was habe ich falsch gemacht, also manchmal stelle ich mich immer noch die Frage, wenn ich so mein Baby sehe, stelle ich mich manchmal die Frage, ob ich in dem Jahr irgendwas falsch gemacht habe, damit meine Schwangerschaft so früh beendet wurde. Aber langsam komme ich zur Ruhe, weil ja es ihm ja auch besser geht und er wächst und nimmt schön zu. Da kann ich mich nicht so beschweren. Aber ja, es ist einfach so, wie ja, man denkt. Und ja, mein Ziel dieses Jahr ist einfach glücklich zu sein, an meiner Ecke zu bleiben, so viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen, so viele Ausflüge mit den Kindern machen, soweit es geht. Jetzt geht es nicht, aber hoffentlich bald, wenn der Kleine ein bisschen größer ist, dass wir mindestens so viele Ausflüge machen. Letztes Jahr hatten wir fast gar nichts gemacht, weil ich ja auch nur im Bett lag und mit dem Umzug und alles hatten wir keine Zeit mit meinem Sohn, vor allem der ersten, da hatten wir nicht so viel Zeit, Sachen zu machen. Ich bin sehr müde, aber ich bin froh, dass ich geschafft habe, aufzuräumen und zu putzen. Morgen kann ich länger schlafen und ja, einfach den Tag genießen. Ich möchte jetzt duschen gehen, dann gehe ich einfach ins Bett. Alle schlafen schon, außer Mama, ich. Und ja, aber ja, jetzt kann ich schon duschen gehen und dann ins Bett gehen. Aber das war es für dieses Video. Dankeschön für das Zuschauen und ich werde euch im nächsten Video sehen. Tschüss.